Eigentlich könnte ich das Geld doch sehr gut gebrauchen. Danke jedenfalls, dass du mir helfen willst. Vanessa von Bamba. Sie können die Aktion starten. Professor Fischer? Ein sehr bekannter Tumorspezialist. Professor Fischer hat bereits einige als hoffnungslos geltende Fälle erfolgreich therapiert. Wie habe ich mir das vorzustellen? Er ist eine Koryphäe. Aber nach dem Erkenntnisstand einiger Experten ist mein Vater todkrank. Ja, man darf doch die Hoffnung nicht aufgeben. Ich fürchte, Sie wecken Hoffnungen, die nur enttäuscht werden können. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Taktgefühl. Diese Sonde wird also in meinem Schädel platziert. Ja, exakt an die Stelle, wo sich der Tumor befindet. Die Bestrahlung kann so sehr gezielt erfolgen. Sie müssten sich allerdings vorher... Oh, Verzeihung. Mein Sohn Ansgar, Professor Fischer. Kaplan Stern. Bitte fahren Sie doch fort. Mein Sohn ist informiert. Ich möchte Sie zu einer Gewebeentnahme in meine Klinik bitten. Nur so kann die Wirkungsmöglichkeit der Sonde eingeschätzt werden. Sagen Sie mal, ist dieser Eingriff nicht gefährlich? Es kann natürlich immer Komplikationen geben. Also sehe ich das richtig? Ein relativ hohes Risiko für eine geringe Chance? Naja, eine schwere Entscheidung, die du da treffen musst. Nein, ihr habt euch nicht das Kochgeschirr an den Kopf geworfen. Du wirst es nicht glauben. Wir haben uns kaum gestritten und Paul war sogar ziemlich nett. Ach, nicht nur ich. Konstantin war ganz besonders nett. Was sollte das mit Konstantin? Nenn mich nicht nett. Jetzt sag endlich, was los ist. Jana, na, du kommst genau richtig, wie immer. Das Essen ist gleich fertig. Arno muss auch jeden Moment hier sein. Naja, oder vielleicht auch nicht. Hat Arno immer noch Stress mit dem Kindergarten? Ach, ich sag dir, das ist ein Fass ohne Boden. Das ganze Erdreich muss abgetragen werden und das kostet richtig, richtig viel. Da kann er mein Geld ja gut gebrauchen. Was für ein Geld? Ich habe Arno die 24.000 Euro geliehen. Bitte? Er hat dir nichts davon gesagt? Doch, aber er wollte das Geld nicht annehmen. Gregor Mann, hallo? Ah, guten Tag, Herr Sawatzki. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich werde... Natürlich ist das alles sehr unangenehm. Mein Anwalt kümmert sich bereits darum. Diese Unterstellungen sind natürlich völlig aus der Luft gegriffen. Aber Sie können doch jetzt nicht einfach alles stornieren. Ja, ich benutze doch nicht meinen eigenen Hubschrauber für einen Überfall, Herr Sawatzki. Idiot! Seit du aus dem Haus bist, steht das Telefon nicht mehr still. Die Liste liegt auf dem Tisch. Ja, da habe ich ja jede Menge Freizeit. Wieso das denn? Weil meine Kunden gerade alle ihre Aufträge absagen. Dieser Artikel kann mir das Genick brechen. Was sagt dein Anwalt dazu? Der sagt, dass der Imageschaden nicht mehr rückgängig zu machen ist. Auch nicht durch eine Richtigstellung der Zeitung. Scheint heute nicht dein Glückstag zu sein. Konstantin ist besonders nett. Das hast du gesagt. Ist er das nicht? Ihr habt euch doch beim Zelten sehr gut verstanden. Was sollen diese Anspielungen? Es fehlt noch Senf. Ja doch. Essen ist fertig. Ich bin mir sicher, dass Arno das Geld nicht verwendet hat. Wir sind gestern erst noch die Bücher durchgegangen. Aber Arno hat doch gesagt, dass er... Egal. Jana, bitte bleiben noch. Arno kommt gleich. Das ist eine gute Gelegenheit, alles zu klären.
Ich habe noch was vor. Jana, schön dich zu sehen. Spar dir das bitte. Was hat sie? Ja. Du forderst von allen immer Ehrlichkeit. Und selber belügst du, Jana. Was erwartest du da? Ich habe sie nicht Du belogen. hast ihr gegenüber behauptet, ihr Geld in die Firma zu stecken. Und ich wusste nicht einmal, dass du das Geld überhaupt angenommen hast. Ich habe Kommt nicht. ihr endlich? Doch, ich habe nämlich Hunger. Ich war schon in Sorge. Es ist alles in Ordnung. Ich muss nur in Ruhe über ein paar Dinge nachdenken. Ich bring dir gleich ein Schlafmittel, damit du durchschlafen kannst. Ist lieb von dir, danke. Ganz hervorragende Idee. Sonst liegt mein Vater wieder die ganze Nacht wach und grübelt. Er hatte nämlich gerade ein sehr auffühlendes Gespräch mit Professor Fischer. Professor Fischer, der... Ja, ganz recht. Der Tumorspezialist. Ich habe die beiden gerade im Schneiders getroffen. Wie kommt Johannes dazu, sich mit Fischer zu treffen? Er spricht doch sonst alles mit mir ab. Ja, diese penetrante Schneider hat sich eingemischt. Ich konnte Vater gerade noch davon abhalten, sofort auf Fischers Vorschlag einer Gewebeentnahme einzugehen. Das wäre eine Katastrophe. Noch hat er sich nicht entschieden. Na, rauskommt, dass ich eine solche Fehldiagnose. Das würde uns vernichten. Und? Wie vielleicht? Auf mich fällt kein Verdacht. Sie lassen mich fallen. Wir wollen doch jetzt einfach mal sehen, ob ich mich in Ihnen getäuscht habe. Lassen Sie sich was einfallen. Und das Flugticket, das liegt dann für mich am Schalter bereit. Okay. Tschüss. Du willst verreisen? Zerbrich dir mich nicht dein hübsches Köpfchen. Bist du sauer? Kleine blonde Mischung brauchen ihren Schlaf. So, warum hast du trotz deiner moralischen Bedenken Janas Geld plötzlich angenommen? War das nicht dein Vorschlag? Ja, das war mein Vorschlag, auf den du aber nicht eingehen wolltest. Heißt das jetzt, du verzeihst ihr, dass sie sich als Prostituierte verkauft hat, oder was? Verzeihen. Ich habe niemandem etwas zu verzeihen. Was aber nicht heißt, dass ich diesen Liebeslohn auch verwenden muss. Du hast sie aber in dem Glauben gelassen. Du hast nie etwas anderes gesagt. Das ist so schäbig, Arno. Elisabeth, jetzt gehst du zu weit. Ich gehe so weit, ja, wenn du... Ist hier irgendwo mein Handy? Da liegt es doch. Und tschüss. Ah, Susanne, Carla von Lahnstein hat schon wieder angerufen. Du sollst sie endlich zurückrufen. Ja, mache ich von unterwegs. Versetz dich doch mal in Janas Lage. Sie muss doch denken, ihr Geld ist schmutzig für dich. Meinst du, sie fühlt sich von dir ernst genommen? Im Gegensatz zu Königsbrunn ist das hier die neue Bescheidenheit. Sobald ich in Kanada gelandet bin, werde ich erstmal so einen leckeren Pancake mit... Luca ist in jeder Hinsicht maßlos. Silvia will mit mir nach Montreal fliegen. Oh, vielleicht ein Telegramm von Robin. Da schickt doch kein Mensch mehr. Nach Wäre aber Montreal schön. fliegen. Dich, stopp. Liebe, stopp. Dich, stopp. Oh, hallo, Herr Brandner. Coco, seit wann seid ihr wieder im Land? Ja, sorry, ich wollte schon früher Bescheid sagen. Ich bin ein bisschen im Stress. Robin ist noch geblieben, er hat einiges mit Achim zu klären. Ich wollte kurz mit Jana sprechen. Ja. Jana, Besuch für dich. Kommt doch mal bei uns vorbei. Gern. Hallo, Arno. Hallo, Jana. Ich wollte ein paar Worte mit dir reden. Lassen wir die beiden allein. Ich brauche eure Astralkörper und Brieftaschen zum Einkaufen. Womit haben wir das verdient? Tschüss. Hallo. 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 So, was gibt's? Also, dieses Geld, dein Geld, ich habe es nicht investiert, weil... Weil du nicht vergessen kannst, wie ich es verdient habe. Ja. Es wäre einfacher für mich gewesen, wenn du mir das gleich gesagt hättest.
Aber so, ich verstehe das nicht. Ja, weißt du, es ist nicht ganz leicht. Hey, hallo. Der Chef holt einen persönlich ab. Ich warte dann mal unten. Andi, ich komm mit. Reden wir später, ja? Frische Luft pustet den Kopf durch. Na, hoffentlich hast du recht. Oder hat Vanessa dich zu hart rangenommen? Hm? Kümmere dich um dein eigenes Sexualleben. Ob ich rangehen soll? Ich ertrage keine weiteren Absagen. Ach komm, schlimmer kann es nicht werden. Gregor Mann, hallo? Was? Entschuldigung, ich bin ein bisschen überrascht. Das steht im Internet? Moment mal, ich biete Rundflüge mit dem Original-Überfallhubschrauber an? Ich konnte gestern nicht mehr mit dir reden, weil es gab da einiges, worüber ich nachdenken musste. Entschuldige bitte. Ich betrachte es übrigens nicht als Vertrauensbruch, dass du einen weiteren Arzt hinzuziehst. Du weißt von Professor Fischer? Dein Sohn hat geplaudert. Und er hat diesen Triumph vermutlich ausgekostet. Nein, er macht sich wirklich Sorgen um deine Gesundheit. Außerdem lassen mich Ansgars Zweifel an meiner Kompetenz kalt. Trotzdem, seine ständigen Bedenken dir gegenüber sind beleidigend. Solange ich dein Vertrauen habe, kann ich damit umgehen. Wie hast du dich entschieden? Ich weiß es noch nicht. Obwohl ich nach langer Zeit wieder Hoffnung habe. Und ich möchte dir diese Hoffnung nicht nehmen. Ich zweifle nicht an deiner Diagnose, Amelie, und trotzdem, ich möchte so gerne noch ein bisschen leben. Es ist ja völlig verständlich, dass du dich auch an die kleinste Chance einer Heilung klammerst. Aber das Risiko. Du musst wissen, ob du die letzte Zeit nicht lieber in Ruhe mit deiner Familie verbringen willst. Ich werde es mir überlegen. Bitte schön. Vielen Dank, danke schön. Hallo. Arno wird das nicht vergessen. Daran glaube ich nicht mehr. Er hat dir immer die Wahrheit gesagt. Hast du ihn unter Druck gesetzt? Ach, nein, Druck würde ich das nicht nennen. Oh. Komm, wir holen dir ein neues. Armes Eis. Liegt es erstmal im Dreck, will es keiner mehr haben. Hör mal zu. Arno wollte dich nicht verletzen. Er hat dir verziehen. Und warum hat er mich dann angelogen? Er hat das Geld nicht benutzt, weil... Ah Gott, du kennst ihn doch. Er hat so seine Prinzipien. Und du? Findest du es auch so widerlich, dass ich mich prostituiert habe? Es ist nicht die Lösung von Problemen. Aber du musst dich nicht schämen. Arno ist manchmal so selbstgerecht. Aber ein bisschen Geduld mit ihm. Doch eigentlich ist er doch ein ganz wunderbarer Mann, oder? Ja, das finde ich auch. Deswegen will ich ihm ja helfen. Ich möchte auch mal was für ihn tun. Ich glaube nicht, dass ich den Mut gehabt hätte, so offen mit all dem umzugehen. Die Dokumente sind an alle Abteilungsdirektoren mit dem Vermerk streng vertraulich zu senden. Ja, bitte. Frau Schneider ließ sich nicht abhalten. Charlie. Danke, Frau Kepler. Gibt es niemanden, der Ihnen die Arbeit abnimmt? Was kann ich für Sie tun, Charlie? Ich fürchte, ich habe Sie durch meine Einmischung in eine unangenehme Situation gebracht. Dafür wollte ich mich entschuldigen. Aber ich sehe, Sie haben zu tun. Ich gehe auch wieder. Nein, bitte, bleiben Sie. Nehmen Sie doch bitte Platz. Okay. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen zu sagen, wie sehr mich Ihre Anteilnahme berührt. Oh,
Sie finden mich nicht aufdringlich? Sie sind direkt und offen. Offen und direkt, ich lade Sie zu einem Ausflug ein. Unmöglich, Charlie. Wissen Sie, was ich noch zu tun habe? Ich akzeptiere keine Ausreden. Es ist Sommer, die Sonne scheint und das Leben ist viel zu kurz, um es nur mit Arbeit zu verschwenden. Von wegen Internetwerbung. Du meinst, es war gelogen? Wer sollte denn für mich werben? Und dann mit so einer kranken Idee. Meinst du, das ist wieder derselbe? Wir werden es rausfinden. Gregor Mann, hallo? Sie wollen also den Hubschrauber mieten, mit dem der Geldtransporter überfallen wurde? Aha. Und wie kommen Sie auf die Idee? Internet. Frag ihn, wie die Seite aussieht. Können Sie mir vielleicht die Seite beschreiben? Ja, korrekt. Sie sprechen mit dem Besitzer des Hubschraubers. Mhm. Ich melde mich. Bis dann. Ciao. Und, stimmt die Beschreibung? Ja. Irgendjemand hat meine Website manipuliert und bietet aufregende Rundflüge an. Naja, immerhin hat dieser Witzbold Ahnung von Marketing. Krimitouren kommen offensichtlich ganz gut an. Warte mal. Gregor, alles klar bei dir? Wie kommst du dazu, meinen Shuttle-Service als perverse Geisterbahn anzubieten? Ohne mit mir zu reden. Die kann was erleben. Haben Sie was von Nico gehört? Nein. Tja, ich auch nicht. Sie meldet sich nicht und ruft nicht an. Das ist nicht fair. Tja, warum macht sie das? Ich verstehe es nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich getan haben sollte. Ehrlich, keine Ahnung. Also ich hab sie nicht. Andi, übernimmst du für mich den Kaffee? Ich revanchiere mich. Danke. Warum schalten Sie Ihr Handy aus? Was ist denn jetzt schon wieder? Ihr Vater, Frau Schneider, war vorhin hier und seitdem ist er spurlos verschwunden. Verdammt nochmal, wie unprofessionell sind Sie eigentlich? Wofür bezahle ich Sie denn? Ich kann ihn nicht 24 Stunden bewachen. Haben Sie wenigstens diese Untersuchung bei Professor Fischer ausreden können? Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit erfolgreich war. Großartig. Hoffentlich hat die dämliche Schneider ihn jetzt nicht zu diesem Professor geschleppt. Das erinnert mich an Ben-Hur. Inwiefern denn? Wir rammen gleich eine andere Galeere und versenken sie. Sehe ich aus wie ein Galeerensträfling? Ganz im Gegenteil. Und deshalb sollte man sie auch von diesem Frondienst befreien. Sie rudern nicht. Charlie, Emanzipation in allen Ehren. Aber ich wirke nicht gerade wie ein Gentleman. Das müssen Sie auch nicht. Sie sollen sich nicht überanstrengen, Basta. Es nagt an mir, Charlie. Ich fühle mich wie ein Macho. So schlimm? Das verdanke ich meiner Erziehung. Tja, dann haben wir jetzt ein Problem. Sie meinen, wir sollten eine Stelle am Ufer ansteuern, wo wir einen Wechsel vornehmen können? Ja, genau, das ist das Problem, das Steuern. Ich glaube, ich habe meine Ruderkünste doch etwas überschätzt. Dann wird es jetzt gefährlich. Am besten, Sie stehen zu uns auf. Ich fühle mich wie neugeboren, Charlie. Sie dürfen mich immer wieder entführen. Dann meinst du, Arno ist einfach nur stur? Ach, du kennst ihn doch lang genug. Wie gesagt, er hat so seine Prinzipien. Ja, die erwartet er auch von anderen. Ja, aber nachtragend, das ist er nicht. Oder hättest du je geglaubt, dass er sich mit seinem Bruder wieder aussöhnt? Mit Papa? Nein, das grenzt schon an ein Wunder. Ja, mittlerweile telefonieren die beiden ab und zu. Tut mir leid, da bin ich schon wieder. Darf ich trotzdem reinkommen? Bitte?
Wir waren Eis essen. Ach ja? Gibt's noch was Wichtiges? Ja, rück doch mal ein Stück. Jana. Es fällt mir so schwer, damit klarzukommen. Deshalb war ich nicht ehrlich zu dir. Ich will versuchen, das zu ändern. Ist schon okay. Dann können wir bitte 2 Wasser haben. Klar doch. Tja, Fitness können sich eben nur Leute mit Freizeit leisten. Dad, oben stehen noch meine Koffer im Flur. Könntest du vielleicht? Ja, aber sicher doch, mein Engel. Das ist nicht witzig. Du weißt, wie wichtig mir mein Shuttle-Service ist. Ja, ich weiß. Und deswegen habe ich auch durch einen genialen Coup deinen Hintern gerettet. Na, da kann ich dir ja nur gratulieren. Du hast mein seriöses Unternehmen durch den Kakao gezogen. Dein seriöses Unternehmen ist im steilen Sinkflug. Als ob du das beurteilen könntest. Wenn du nicht komplett bescheuert bist und ein Heli-Baby verlieren willst, dann hörst du mir jetzt zu. Da bin ich ganz Ohr. Erfinde eine hübsche Geschichte, die du deinen sensationsgeilen Kunden erzählen wirst. Du willst aus mir einen billigen Entertainer machen? Und was bist du jetzt? Ein Mann, der Frauen für Geld befriedigt? Hey! Mein Fotoshooting wartet leider nicht. Vanessa von B ist gefragt. Wir sind noch nicht fertig. Engelchen hat das Faustdick hinter den Ohren. Willst du meinen Rat? Verzichte. Vertrau ihr. Vanessa von B hat Ahnung von Marketing, mehr als du. Ach, du glaubst an ihre Strategie. Hat sie dir neue Kunden eingebracht, ja oder nein? Alles aufgeräumt. Das hoffe ich. Oder, Jana? Was meinst du? Sollen wir Arno von unserem Plan erzählen? Wenn du willst. Bin ich aber gespannt. Du willst das Geld nicht und das verstehe ich inzwischen. Raus mit der Sprache. Es ist doch schade, wenn das Geld nur so auf der Bank rumliegt. Und da hatten wir eine Idee. Oh, spannt mich nicht so auf die Folter. Ich werde stille Teilhaberin in Elisabeths neuer Firma. Wie findest du das? Warum lernt man das Leben erst so richtig schätzen, wenn man es schon fast aus der Hand gegeben hat, Charlie? Johannes, Sie werden noch oft über diesen See rudern. Sie müssen nur gegen die Krankheit ankämpfen. Charlie. Professor Fischer ist ein sehr guter Arzt. Er hat Ihnen doch Hoffnung gemacht, oder? Ja, eine kleine. Sehen Sie? Durch diesen wundervollen Ausflug mit Ihnen, Charlie, ist mir einiges klar geworden. Ich will die mir verbleibende Zeit nicht durch überflüssige Odysseen durch Krankenhäuser verschwenden, Charlie. Johannes, Sie dürfen auf keinen Fall aufgeben. Ich will alles bewusst erleben. Bis zuletzt.